Mit 775 € ist das neue SRAM XX Transmission Downhill Schaltwerk alles andere als günstig. Was das elektrische Schaltwerk am Downhill Bike alles kann, was als Technologie drin steckt und wie es sich auf der Downhill Strecke vor allem fährt, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wer mit den bisherigen Enduro- oder Cross-Country-Transmission-Schaltwerken vertraut ist, der wird auch die meisten Technologien am Downhill-Schaltwerk kennen. Also es gibt kein Schaltauge mehr, sondern man braucht das UDH-Interface, das mittlerweile auch ziemlich viele Downhill-Bikes haben, zum Beispiel das Canyon Sender, was ich hier als Testbike hatte, aber auch ein Track Session, ein aktuelles, das neue Montraker Downhill-Bike und viele weitere. Im Prinzip alle, die jetzt auf den Markt kommen werden. Das Ganze soll einfach stabiler sein, das Schaltwerk ist schön hier unterm Hinterbau versteckt und soll einfach auch die Schaltqualität und die Stabilität positiv beeinflussen. Die Links im Parallelogramm sind ein bisschen kürzer geworden, um eben das Schaltwerk an die 7 Gänge anzupassen. Außerdem gibt es natürlich einen kürzeren Käfig, dafür aber haargenau dieselbe Reibungskupplung im Käfig. Das bedeutet, dass die sich quasi ein bisschen stärker auswirkt, was insgesamt die Kette einfach deutlich ruhiger halten soll. SRAM verspricht aber, dass sie wirklich Labortests und Tests quasi draußen auf dem Trail gemacht haben und sie sagen, die Reibungskupplung hat keinerlei negativen Einfluss auf das Fahrwerk, also sie blockiert nicht den Dämpfer oder irgend sowas. Ansonsten es sind weiterhin 7 Gänge, die Abstufung ist haargenau dieselbe wie bei der bisherigen 7-fach X01 Kassette. Es gibt jetzt aber 2 Versionen, und zwar gibt es den neuen XD Slim Freilaufkörper. Und der ist einfach ein bisschen schmaler, dadurch kann man quasi die Speichenflanken ein bisschen breiter machen. Und das ist im Prinzip eine Reaktion darauf, dass sich mittlerweile 148 mm Hinterbauten im Downhill ziemlich durchgesetzt haben. Und man da einfach mehr Stabilität im Hinterrad gewinnt, wenn die Kassette quasi ein bisschen schmaler baut und dadurch die Speichen ein bisschen breiter werden können. Warum überhaupt ein elektrisches Schaltwerk, könnte man sich ja fragen, warum nicht mechanisch? Und im Prinzip sagt SRAM, dass die Transmission-Technologie 0,05 Sekunden pro, nicht Schaltvorgang, aber pro Schaltmoment. Also zum Beispiel, wenn man aus dem Starthaus raussprintet und man kann einfach unter voller Last komplett die Gänge reinwürgen und das Schaltwerk macht es einfach. Und sie sagen, sie haben es getestet, sie haben 2 Sekunden Sprints über 15 Meter mit Downhill-Athleten gemacht. Und allein dabei spart man eben 5 Hundertstel. Sie sagen, man hat mindestens 3 solche Events auf der Strecke, so 0,15 Sekunden können ein Rennen entscheiden. Kann man glauben, muss man aber nicht. Auf jeden Fall, so viel möchte ich von den Testeindrücken vorwegnehmen. Ja, es schaltet wirklich ziemlich schnell und ziemlich knackig und ja, man kann die Gänge ganz schön reinknallen. Ansonsten auffällig natürlich auch die neue XX-Kurbel. Die besteht jetzt aus Alu, nicht mehr wie die alte X0-Version, die war aus Carbon. Der Grund, Alu ist einfach unempfindlicher, beim Downhill-Bike setzt man viel auf. Es macht dem alles nichts, außerdem sind diese schön silber gehalten an den Enden, damit sie nicht so hässlich verkratzen, wenn sie aufsetzen. Und außerdem gibt es jetzt in neuen Längen, und zwar von 150 bis 165 mm in 5 mm Schritten. Also da hat man jetzt auch eine Auswahl für sehr, sehr kurze Kurbeln, was ja aktuell auf jeden Fall im Trend ist. Insgesamt ist das System auf jeden Fall schwerer geworden als das alte X01-System. Ich habe es noch nicht wiegen können, die Gewichte blende ich euch gleich noch ein. Aber SRAM sagt, das war es für die Stabilität und die Performance auf jeden Fall wert. Die Kette ist exakt dieselbe, da hat sich nichts dran geändert, nur das Kettenblatt ist ein bisschen anders, ist nämlich stabiler geworden, soll ein bisschen unempfindlicher sein gegen Schläge von unten, nicht so schnell umknicken oder sonst wie beschädigt werden. Und es wird von dieser Kurbel auch eine Enduro-Version geben, die dann ein bisschen anderen Offset und ein anderes Kettenblatt hat. Aber da gibt es dann eben auch super stabile, sehr, sehr kurze Alu-Enduro-Kurbeln. Ganz interessant ist natürlich noch die Einstellung vom Schaltwerk, und zwar gibt es da weiterhin quasi eine Anleitung für, da guckt man auf so eine Online-Tabelle wie bei den bisherigen Transmission-Schaltwerken, gibt irgendwie sein Bike-Modell ein und kriegt dann eine Kettenlänge und hat eben dieses Setup hier, das hier auch rot markiert ist. Da genau derselbe Prozess wie immer. Es gibt auch eine Besonderheit, bei Downhill-Bikes gibt es oft irgendwie verstellbare Kettenstreben oder Drehpunkte. Es wird einfach mehr angepasst und falls es sowas gibt oder falls irgendjemand irgendwelche Custom-Lösungen hat oder zum Beispiel eine untere Rolle beim Bashguard unten dran und so weiter, dafür hat SRAM wieder so ein Kunststofftool entwickelt. Das kann man einfach nehmen, ans Schaltwerk halten und misst dann quasi die korrekte Position vom Schaltwerk im Sag. Kann das auch damit wieder machen und braucht quasi nicht zwingend diese Tabelle, die vielleicht nicht für alle Gegebenheiten quasi gefüllt ist. Servus zum zweiten Mal, kleiner Szeneriewechsel. Ich bin zurück in Europa. Im verschneiten Europa muss ich sagen, draußen liegt wirklich Schnee, deswegen muss ich jetzt hier mit meinem Büro Vorlieb nehmen, um euch die ganzen restlichen Infos und Daten und natürlich Testeindrücke zum neuen SRAM X XDH Transmission
Schaltsystem zu erzählen. Erstmal bin ich euch auf jeden Fall noch Preise schuldig. Ich habe es schon gesagt, das Schaltwerk kostet 765 €, die Kurbeln 490 €, 545 € für die Kassette, 112 € fürs Kettenblatt, 150 € für die bekannte Flat-Top-Kette und man hat die Wahl beim Pod oder Controller. Ein aktueller High-End-Pod kostet 240 €. Summa summarum 2271 € für die komplette Schaltgruppe, was auf jeden Fall eine ganze Stange Geld ist. Und das Schaltwerk wiegt 429 Gramm, habe ich auch mal auf die Waage gelegt für euch, ist damit ein bisschen schwerer als das bisherige X01DH Schaltwerk. Jetzt habe ich euch aber lange genug auf die Folter gespannt, kommen wir also endlich mal zu den Testeindrücken. Ja, ich konnte das System an einem Canyon Sender für 3 Tage in Neuseeland in Queenstown testen, auf verschiedensten Strecken und habe es sogar mit nach Hause genommen. Blöderweise hat mich dann der Winter wieder ereilt, deswegen hatte ich jetzt keine Zeit zu Hause nochmal zu fahren. Hätte aber ehrlich gesagt an meinen Testeindrücken auch nichts geändert, denn ja, die Sache ist eigentlich recht eindeutig. Wer mit der bisherigen 12-fach Transmission-Schaltung vertraut ist, der weiß eigentlich schon das meiste, muss man ehrlich gesagt sagen. Also für mich hieß es am Anfang einmal die Orientierung von dem Pod umdrehen. Ich fahre das immer andersrum als das Standard-Setting. Hat jeder seine eigene Meinung zu, kann man machen wie man will. Das geht super easy durch die App. Ansonsten aufsteigen, losfahren. Es fühlt sich sehr vertraut an. Die ganze taktile Haptik ist ja alles identisch, ist derselbe Pod. Man spürt auf jeden Fall gut, wenn man drauf drückt. Auch auf richtig ruppigen Downhill-Runs hatte ich da nie Probleme, dass ich irgendwie abgerutscht wäre oder nicht gewusst hätte, ob ich jetzt gedrückt habe. Das passiert nicht. Es ist ein deutliches taktiles Feedback. Der Pod ist sehr griffig. Und man kann sich da ohnehin die Version aussuchen, die einem selber am besten taugt. Zum Schaltverhalten selber, das erinnert auch sehr an die 12-fach Transmission. Und zwar hat man diesen ganz leichten, dieses kurze Warten des Schaltwerks zwischen quasi Betätigen des Buttons, bis es dann wirklich schaltet, weil es einfach kurz auf die Steighilfe wartet, um dann an der richtigen Stelle rüber zu schalten, sodass man unter voller Last schalten kann. Das merkt man meiner Meinung nach, und das war auch die Meinung der anderen anwesenden Personen in Neuseeland, deutlich weniger als an der Enduro-Version, was wohl einfach daran liegt, man hat ja eine viel kleinere Kassette, man bewegt sich quasi nur auf einen relativ kleinen Ritzeln und man quält sich ja nicht super langsam irgendeinen steilen Anstieg hoch, sondern das Hinterrad dreht sich immer relativ schnell, das heißt die Steighilfe kommt auch relativ schnell und deswegen man merkt es. Es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant. Während ich sagen muss, dass bei der Transmission 12-fach-Schaltung ich mich schon anfangs mal so ein bisschen dran gewöhnen musste. Da gab es jetzt ja auch ein Software-Update, das da ein bisschen was dran geändert hat, aber die Downhill-Schaltung ist da ist einfach weniger prominent. Was kann man sonst noch sagen? Die Schaltung ist sehr, sehr, sehr leise. Und das kann ich nicht nur akustisch sagen, also ich habe absolut nichts vernommen. Liegt natürlich auch daran, dass das Canyon Sender einfach ein leises Fahrrad ist. Zumindest wenn der Steuersatz nicht knarzt, was leider nach kürzester Zeit der Fall war, aber zumindest was den Hinterbau angeht. Aber man sieht auch auf Videos, auf Slow-Mo-Aufnahmen von mir im Bikepark, dass die Kette wirklich sehr, sehr ruhig bleibt. Und man merkt auch, der Käfig hat auf jeden Fall viel Spannung. Das spürt man tatsächlich, oder in meinem Fall habe ich es gespürt, wenn ich jetzt in der Liftschlange mal so auf den Sattel drauf gedrückt, den Hinterbau mal so ein bisschen eingedrückt habe, dann hat man es gemerkt, so einen leichten Widerstand von der Kupplung im Schaltwerk, die sich in Bewegung setzt. Das hatten andere Räder nicht so, war da irgendwie jetzt eine Besonderheit. Ich habe es auf der Strecke null gemerkt, also das Rad hat super gut angesprochen. Ich hatte auch das komplette neue Downhill-Fahrwerk drin, es war extrem sensibel alles. Und SRAM sagt ja selber, sie haben es gemessen und ich kann das jetzt eigentlich bestätigen, dass man da nichts von merkt, außer eben man testet es so im Stand ganz leicht, ne, und so ganz leicht den Dämpfer ein paar Millimeter eindrückt. 3 Tage sind auf jeden Fall genug für einen sehr, sehr guten ersten Eindruck, aber nicht genug, um irgendwas über die Haltbarkeit des Schaltwerks zu sagen. Ich habe es jetzt nicht geschont, bin aber ehrlich gesagt noch nirgendwo hängen geblieben, was auch daran liegen könnte, dass es eben relativ weit innen am Hinterrad dran sitzt, nicht mehr so weit rausguckt wie früher. Mir ist auf jeden Fall da wirklich nichts passiert. Ich habe im Testzeitraum ein paar Schaltwerke gesehen, die auf jeden Fall mal einen Stein geküsst haben, hat keine Probleme ausgemacht und auch die 12-fach Transition ist da ja eigentlich sehr zuverlässig. Von daher erwarte ich da, dass es sich so gut oder sogar besser als die bisherige X01DH-Schaltung schlägt. Kommen wir also zu einem Fazit. Ja, über 2000 € ist eine riesige Stange Geld für eine neue Downhill-Schaltung. Man muss aber auch sagen, man kauft sich mit diesem vielen Geld die vermutlich beste Downhill-Schaltung, die es aktuell auf dem Markt gibt.
Andererseits ist mir im Test auch wieder mal aufgefallen, wie gut eigentlich die X01 DH und auch die noch günstigere GX DH-Schaltungen sind. Die bleiben auch weiterhin im Markt. SRAM bietet sie weiter als günstige Alternativen an. Deswegen, ja, man muss wissen, ob man das Geld investieren will. Am meisten Sinn macht es wahrscheinlich einfach, ein Fahrrad zu kaufen, an dem die Schaltung wahrscheinlich sehr bald dran sein wird. Und ja, es gibt aktuell einfach keine Kritikpunkte außer dem Preis. Ich hoffe, das Video war informativ für euch, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wir haben hier immer super aktuelle Tests von Cross-Country bis Downhill. Alles, was man so auf dem Mountainbike testen kann. Wenn ihr Fragen habt, postet sie unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann schaut in den Artikel, wo immer noch mal schriftlich alles super detailreich festgehalten wurde. Den verlinke ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung und würde mich freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Oh no. Oh shit. Wow.